Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular mal wieder. Und zwar starten wir heute mit Routing. Das ist jetzt erstmal ein sehr abstrakter Begriff und ich muss euch erstmal erklären, erstens, was es ist und zweitens, warum wir das brauchen. Das heißt, seid geduldig, wir werden auf jeden Fall noch coden heute, keine Sorge. Ich brauche nur 2 Minuten oder sowas. Ganz kurz am Anfang möchte ich euch noch kurz sagen, dass ich hier ein weiteres Component hier reingefügt habe. Das ist unsere Website-Component hier. Die ist einfach Standardkomponente, das heißt, da ist nicht wirklich was drin. In der HTML steht einfach nur Website Works drin. Die TS habe ich nicht mal angefasst, die CSS auch nicht. Und ja, warum habe ich das gemacht? Also ich habe sie hier dann einfach als Listenelement eingefügt und es sieht dann so aus. Warum habe ich das gemacht? Weil wir später 2 Komponenten haben werden, zwischen denen wir hin und her gehen. Und da muss man natürlich unterscheiden können, ob da jetzt Hello Angular steht oder Website Works. Man braucht aber verschiedene Komponenten dafür. Deswegen einfach neue Komponente erstellen mit ng Component und dann euren Website oder sowas, wie ihr es halt eben nennen wollt. So, okay, jetzt zum Thema, was ist Routing, beziehungsweise warum will ich das haben? Ganz einfach, stellt euch hier oben erstmal eine normale URL vor. Da steht jetzt zum Beispiel the-morpheus.de und dann steht da hinten dran meistens noch irgendwas anderes. Also zum Beispiel index.php, tools/index.php oder keine Ahnung, irgendwas anderes halt. Auf jeden Fall stehen da meistens verschiedene Dinge. Und wenn ich jetzt einen Bookmark setze oder einen internen Link, das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, hey, ich möchte jetzt ganz gerne die Tools anzeigen, dann leite ich einfach auf eine andere Webseite um, also auf eine andere tatsächlich unabhängige Seite. So, das Problem mit Angular-Applikationen, oder was heißt das Problem, ist eigentlich ein Vorteil, aber man stößt hier auf das Problem des Routings. Und zwar eine Angular-Applikation ist eine sogenannte Single-Sided Page. Das heißt, es gibt nur eine einzige Seite, nämlich die index.html. Das ist die hier und die macht alles. Also alles. Also die würde, in meinem Fall von der Webseite, würde die den Index machen, sie würde die ganzen Tutorials übernehmen, sie würde auch gleichzeitig noch die Tools übernehmen und ja, das ist natürlich jetzt, nennen wir es unpraktisch, weil ich kann natürlich nicht intern verlinken. Ich kann jetzt hier nicht hergehen und kann sagen, hey, ich verlinke hier auf Tools, denn die einzige Seite, die ich habe, also ich kann hier zwar ein A hinmachen, das auf diese Website geht, aber dann lande ich wieder auf meinem Index, da ist ja alles. Und das Problem ist natürlich, dann kann ich weder bookmarken noch intern vernünftig verlinken. Das heißt, in einem Fall von einem Einkaufswagen zum Beispiel möchte ich meine Produkte genauer angucken. Und was dann passiert ist natürlich, ich möchte für jedes einzelne Produkt, ich möchte natürlich auch, dass die Produkte irgendwie bookmarkbar sind und man ein spezielles Produkt jemand anders schicken kann. Das heißt, ich brauche irgendwas hier oben in meiner URL, damit die Leute sich das schicken können. Und ja, dafür hat Angular tatsächlich irgendwie so künstliche Routen eingeführt. Und das ist eben genau dieses Routing. Das heißt, es hat mehrere Sinne. Also ja, es ist sehr sinnvoll, dieses Routing. Das heißt, man kann intern verlinken, Bookmarks sind möglich, man kann die Links weiterschicken und so weiter und so fort. Und im Fall von Social Media ist sowieso weiterschicken eins der wichtigsten Dinge überhaupt. Das heißt, an der Stelle bitte ich euch, das gerade mal einfach so zu tun. Und ja, wir schauen uns jetzt an, wie wir das hinbekommen. Okay. Also, wir wechseln wieder mal hier rüber. Ihr erinnert euch, wir haben 2 Komponenten, einmal Website, einmal Video. Und wir wollen jetzt, dass das Video angezeigt wird, wenn man auf Video geht, also die URL noch mit Video hinten dran, während wenn man auf Website geht, dann möchte man bitte nur die Website-Komponente angezeigt bekommen. Und ja, dazu brauchen wir ein sogenanntes Routing-Modul. Das müssen wir importieren und zwar im App-Modul. Und ja, da gehen wir einfach her. Ich habe das hier schon mal vorgefertigt und zwar, ja, es ist im Endeffekt sehr unspannend. Import Router Module, Roots from @angular/router. Das fügt es automatisch ein, das müsst ihr nicht mal machen. Und ja, dann habe ich natürlich hier schon mal unsere Website-Komponente eingefügt. Und jetzt sind wir soweit, dass wir richtig durchstarten können. Und zwar müssen wir uns erstmal unsere Routen definieren. Dabei ist das Router-Module das Modul, das später die ganze Sache übernimmt. Und Routes sind tatsächlich die Routes oder die Routen, die wir uns selber noch irgendwie erstellen müssen. Und dazu gehen wir jetzt erstmal her und sagen hier const ohne 5 normalerweise. Wir nennen es jetzt einfach mal meine Routen. Und die sind alle vom Typ Routes. Und ja, jetzt haben wir hier einfach eine Liste sozusagen. Also ein Routes ist im Endeffekt nichts weiter als ein Array aus Routen. Deswegen hier Plural. Das heißt, wir wollen genau ein Roots-Objekt hier hinten dran erstellen. Und ein Roots-Objekt ist, wie gesagt, gerade ein Array. Also erstellen wir hier ein Array. So, wie sieht jetzt eine einzelne Route aus? Das ist ja das, was hier als Inhalt rein sollte. Naja,
Eine einzelne Route ist im Endeffekt ein Dictionary. Das heißt, wir machen das hier und kommen hinten dran, weil wir 2 brauchen. Und das kann man so bitte da hoch. So, okay. Und ja, was brauchen wir jetzt hier in diesem Dictionary? Und da sind jetzt einige Dinge wichtig. Also 2, um genau zu sein, sind sehr wichtig. Und die anderen sind mehr oder weniger optional. Da möchte ich euch dann einfach noch bitten, einfach zu warten. Das machen wir dann noch. Okay, also das erste Wichtige ist erstmal natürlich der Pfad. Was genau versteht man unter einem Pfad? Das ist ein String und das ist das, was in die URL nachher eingefügt wird. Das heißt, hier kommt das dann rein und wir schauen uns das einfach mal hier direkt an. Zum Beispiel, wir wollen ja dieses Video jetzt importieren. Das heißt, wir machen hier einfach Video rein. Und wichtig ist jetzt hier, dass ihr keinen Slash vorne dran macht. Also das auf gar keinen Fall. Man würde es zwar vermuten, dass man hier auf einen Ordner Slash Video geht, aber hier wird automatisch der Slash angefügt. Das heißt, ihr müsst hier gar nichts machen, außer den Namen von diesem Ordner, von diesem nicht existierenden Ordner anzugeben. Dann, zweites Wichtiges ist in unserem Fall Component. Und die Komponente, die angezeigt werden soll, ist, naja, wer hätte es anders gedacht, erstmal unsere Video-Component hier. Das heißt, wir fügen hier die Video-Component ein. Und weil ich ein unglaublich fauler Mensch bin, mache ich einfach Steuerung D und dann habe ich das Ganze doppelt. Steuerung D wie doppelt natürlich, nicht wie Duplicate oder sowas, nein, doppelt. Okay, und hier, ja, selbiges natürlich nochmal. Achtung, ich habe hier hinten dran das Komma gelöscht, weil nach dem letzten Element kommt kein Komma mehr. Website und hier logischerweise die Website Component. So, und jetzt haben wir im Endeffekt schon unsere beiden Routen definiert. Es kann hier natürlich noch deutlich mehr geben. Werden wir uns, wie gesagt, alles noch angucken. Brauchen wir jetzt aber aktuell nicht. So, und ja, was wir jetzt hier machen wollen, ist ganz einfach. Wir müssen das hier noch irgendwie eintragen und dazu bekommen wir dann, beziehungsweise dazu brauchen wir dann am Ende das Router-Module, was wir ja hier auch schon importiert haben. Das liefert uns dann einfach alles, was wir brauchen. Ich gehe hier einfach mal unter die Imports und da einfach oben anfangen. Router-Module. Nicht for Child, sondern for Root brauchen wir hier. Was das genau ist, werden wir noch gleich klären. Und hier jetzt einfach dieses Array hier reingeben. Das heißt, meine Routen, okay, nicht unsere Routen, sondern meine Routen. So, und klar, am Ende noch ein Komma hinten dran. Und jetzt habt ihr im Endeffekt hier schon eigentlich alles ausgetrickst. Was ihr hier zurückbekommt, ist im Endeffekt eine Sache, die ihr hier benutzen könnt. Also ihr kriegt hier im Endeffekt alles zurück, was ihr braucht. Und zwar könnt ihr jetzt in euren Code, also in euer HTML, ich nehme jetzt einfach mal dieses App-Component hier, könnt ihr hier einfügen, was ihr gerne hier drin habt. Und ich lösche jetzt einfach mal sowohl den App-Video als auch die App-Website raus und füge stattdessen eins ein, nämlich das sogenannte Router-Outlet. Das Router-Outlet ist das, was eben von unserer Route bestimmt wird, also von unserem Routing-Module hier, was wir hier benutzt haben. Das heißt, wenn wir im Pfad Video sind, dann wird die Video-Component eingefügt. Wenn wir im Pfad Website sind, wird die Website-Component eingefügt. So einfach ist das. Es ist wirklich nicht schwer. Und das alles macht das Router-Outlet für euch. Hier muss auch nichts rein oder sowas. Also ihr könnt natürlich was reinmachen, aber ihr müsst nichts reinmachen. Und ja, das schauen wir uns jetzt einfach erstmal direkt an. Und zwar, wie sieht das aus? Oh, warum ist da nichts? Naja, unsere URL, die ist ja immer noch auf Index und wir haben nirgendwo den Root-Pfad angegeben. Was der Root-Pfad ist, dazu gleich mehr. Was wir aber angegeben haben, ist sowohl Video als auch Website. Und wenn wir die jetzt benutzen, dann können wir uns das speichern. Das wird auch hier oben angezeigt. Und dann steht hier Website Works. Achtung, wir sind auf Website hier. Und dieser Slash, der kommt von mir. Den habe ich aber hier nicht angegeben. Den müsst ihr hier, oder dürft ihr hier nicht mal angeben. Hier einfach nur Website reinschreiben. Und wenn ihr dann die URL angebt, dann hier logischerweise davor diesen Slash machen. Ganz normal, wie ihr es immer macht. Und ja, wenn ich jetzt hier Video reinfüge, dann steht hier Hello Angular. Das heißt, hier wird die passende Komponente eingefügt und alle sind glücklich. So, jetzt noch ganz kurz, was ist dieser sogenannte Root-Pfad, von dem ich die ganze Zeit geredet habe? Naja, das ist ganz einfach die Standard-URL, das heißt da, wo wir wirklich auf Index sozusagen drauf sind. Das ist das, was immer angezeigt wird. Da sollte definitiv immer irgendwas stehen, denn das Router-Outlet ist in unserem Fall jetzt einfach hier leer und das wäre schade, wenn hier einfach nichts angezeigt wird. Deswegen hier einfach, wenn ihr den Root-Pfad haben wollt, also sozusagen den Standard haben wollt, dann geht ihr hier einfach her und macht leer. Ja, und so habt ihr im Endeffekt alles, was ihr braucht. Das heißt, ihr habt sozusagen euer Grundgerüst der Website, das sich niemals ändert.
Also ich zeige es nochmal ganz kurz. Jetzt steht hier standardmäßig Website Works. Wenn wir jetzt hier auf Website gehen, /Website, dann passiert hier überhaupt nichts. Das heißt, das /Website verschwindet sogar wieder hinten dran. Also es ist nicht mehr in meinem Browser drin. Plus hier wird nichts angezeigt. Also quasi Doppelfehler. Wenn ich jetzt aber auf /Video gehe, dann bleibt das Video hier stehen und Hello Angular wird ausgegeben. Was ich definiert habe, hier, indem ich hier einfach gesagt habe, wenn der Pfad Video ist, dann bitte Video Component ausgeben. Und die Video Component macht nichts anderes, außer genau das hier, Hello Angular auszugeben. Der ist jetzt gerade aktuell irrelevant, den haben wir für ein anderes Tutorial benutzt. So, und ja, das ist Routing, zumindest in seiner Grundform. Da gibt es noch einige Feinheiten, die ich euch zeigen will. Aber das sind erstmal die grundlegenden, wichtigen Dinge. Wichtig ist jetzt hier zu beachten, dass wir trotzdem eine Single-Sided Page haben. Das heißt, es wird alles geladen, was jetzt hier erstmal gebraucht wird. Also das heißt, wenn ihr irgendwie eine Navigationsleiste oben oder links oder irgendwo habt, dann wird die geladen, wird angezeigt und ihr könnt nur einzelne Komponenten austauschen. Und je nachdem, worauf ihr hier verlinkt, da könnt ihr dann auch diese einzelnen Komponenten eben sozusagen dynamisch austauschen. Das heißt, die werden nicht wirklich viel Bandbreite verbrauchen. Das ist ziemlich geil. Praktisch ist natürlich vor allem, dass es dann für den Benutzer auch deutlich schneller ist. Das heißt, wenn nur eine einzelne Komponente hier ausgetauscht wird, bam, sofort da. Wenn die ganze Website neu geladen wird, nicht so schnell. Und da gibt es auch noch einen kleinen Hinweis, den ich noch genauer erläutern werde, und zwar interne Links. Interne Links heißt erstmal, ich möchte auf, sagen wir mal, ich bin auf the-morpheus.de und ich möchte auf the-morpheus.de also ins Forum zum Beispiel verlinken. Was ich dann bei mir mache, ist, ich benutze einfach ein ganz normales A, also einen Tag ahref gleich Forum und so weiter und so fort. Der Problemfall hier ist natürlich, wenn ich hier ein A benutze, dann wird meine Website hier komplett neu geladen und genau das versuche ich ja gerade zu vermeiden. Das heißt, wenn ihr irgendwie in eurer Website rumlinken wollt, was man eigentlich fast immer machen muss, dann keine A's benutzen, sondern eine spezielle Art von interner Verlinkung, die euch Angular zur Verfügung steht, die ich euch in den nächsten paar Videos auch zeigen werde. Gut, das war's von meiner Seite erstmal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!